Willkommen zu meinem zweiten Video, in dem ihr erfahrt, wie ich Abstand von der klassischen Traumdeutung genommen habe und dem Dogma, dass Träume nur das eigene Unterbewusstsein widerspiegeln. Dafür habe ich mein Traumtagebuch aus dieser Zeit mitgebracht, welches ich mit einem Gedächtnisprotokoll aus eben dieser aufgefüllt habe und zu einem Text kombiniert, den ich euch jetzt bringe und der Bye Bye klassische Traumdeutung heißt. Tagebuch Sommer 2010. Da bin ich mal gespannt. Werde in den nächsten 3 Wochen einen Test machen. Dieses unregelmäßige Erinnern an meine Träume kann doch nicht alles sein. Bei dem abgefahrenen Zeug, was man da manchmal träumt, geht bestimmt was in Bezug aufs Reality-Checken. Werde mich also voll und ganz auf meinen Schlaf konzentrieren. Habe gestern angefangen, alles wegzulassen. 3 Wochen kein Kiffen, kein Koffein in all seinen Formen und auch kein Schoki. Tabak ja sowieso nicht mehr und Alkohol lasse ich jetzt auch seit ein paar Wochen schon weg. War aber auch einfach viel zu unkonstruktiv für den Kopf. Konnte zuletzt beobachten, wie gute Erkenntnisse einfach wieder langsam aus meinem Bewusstsein herausgerutscht sind. Das war einfach nur sinnlos. Zum Glück fahre ich bei Drogen schon immer eher die bewusstseinserweiternde Schiene, nicht den Ausblend-Happy-Time-Fluchtfilm. Auf jeden Fall auch cool, dass jetzt wieder Sommer ist. Gurkenzeit. Und dazu Erdnussmus. Geilo. Ich fresse die Tage auch generell mal nicht so herum. Einfach dezent essen. Wer weiß. Vegan, ja sowieso. Seit dieser guten, umwälzenden Entscheidung hat das mit den unregelmäßigen und teils echt abgefahrenen Trauminhalten ja überhaupt erst wieder angefangen. Heute Nacht ging schon mal ein bisschen was im Traum. Insgesamt 3 Sequenzen, an die ich mich noch erinnern konnte. Und die letzte war ganz schön bedeutungsschwanger. Burkhard Jung, also der Leipziger Oberbürgermeister, ist bei Fragen zur Korruption ganz still geworden. Ob da was dran ist? Wer weiß. Traumtagebuch, erster kompletter Testtag. Überschrift: Die Anti-Party. Ich werde auf einer Hausparty ungefähr 5, 6, 7 Mal fies gedisst, weil ich angeblich übelst viel kaputt gemacht hätte. Man will mir ein schlechtes Gewissen machen, irgendwie. Ich beleidige jeden, der mich ungerechtfertigterweise disst. Mein Kopf ist voll am Rattern und gestresst, habe aber trotzdem einen gewissen Abstand zum Geschehen. Jetzt jumpe ich nur noch so durch den Garten. Das soll heißen, das Szenario ist zerstückelt, wie als würde ich ganz kurze Sprünge durch Raum und Zeit machen. Zum Schluss berühre ich die Brüste einer ungefähr 12-Jährigen aus Versehen mit dem Arm. Eine Mutter, die neben mir auf dem Balkon steht, stellt gleich übelste Gerüchte auf. Bin heftig am Klarstellen, dass dies totaler Schwachsinn sei. Und nun jumpe ich nochmals. Stehe vor einer Gruppe Jugendlicher. 3 Mädels und ein Junge. Ich meine zu ihnen angeblich, weil auch überzeugt im Recht zu sein, dafür werde ich heute Nacht was Cooles träumen. In diesem Moment kommt aus dem Hintergrund die Frage: Kennst du Pippi Langstrumpf? Dann wache ich auf. Fazit: Was war das? Hatte das Feeling, das Superkotzkind zu sein, das von keinem Respekt bekommt, sich seiner aber ziemlich sicher ist. Echt blöd, dass der Rest der Leute die ganze Zeit so sauer ist und mich als Buhmann hinstellt. Trotz des Chaos und des wilden Szenarienwechsels hatte ich eine gewisse Kontrolle. Sehr cool. Realitätsbezug zu meiner jetzigen Situation? Irgendwie keine. Ohne Scheiß. Nicht wirklich. Hat sich echt angefühlt, als solle mir irgendwas eingeredet werden, was so nicht wirklich ist. Schon merkwürdig. Naja, habe mich davon guterweise nicht vereinnahmen lassen und auf jeden Fall sehr, sehr anders als alle anderen Träume zuvor geträumt, die ich in den letzten Jahren, nee, eigentlich seit immer hatte. Dranbleiben, da geht was. Tagebuch, einen Tag später. Habe heute Nacht wieder voll viel geträumt.
mich erinnert und aufgeschrieben 5 verschiedene Szenarien. Wenn mir nach Mittagsschlaf ist, werde ich dem nachgeben und versuchen, mich vor dem Einschlafen wieder schön auf die kommenden Eindrücke zu fokussieren. Das mit dem reduzierten Essen funktioniert echt gut. Da mal einen Apfel, Popcorn ohne alles zum Frühstück oder Gurke mit Erdnussnuss dazu. Yeah, voll die neue Lieblingskombi. Naja, echt erstaunlich jedenfalls, wie befriedigend das ist. Werde die Tage aber auch schon noch was anderes essen. Traumtagebuch, heute beim Mittagsschlaf. Ich steige mal beim 4. Szenario ein. Ich springe 3-malig in einen See, um nach Früchten zu tauchen, und beim 3. Obst wird mir im Traum der Traum bewusst. Ich werde also luzid. Ich tauche nach einem Apfel und nachdem ich ihn erreicht habe, tauche ich plötzlich direkt an einem Steg aus dem Wasser auf. Die Umgebung ist eine andere als zuvor. Ich klettere auf den doch recht provisorischen Steg, laufe auf diesem zum Ufer, dort steht ein Typ mit einer Knarre. Meint mit düsterer Stimme zu mir, wir spielen jetzt alle eine Runde russisch Roulette. Ich bleibe gefasst, schaue ihm einfach tief in die Augen und will verschwinden. Ein Typ von links, von dem ich allerdings nur einen Arm sehe, der vor den Bauch des Knarrentypen geschoben wird, hält diesen davon ab, mich aufzuhalten. Laufe nun einen Weg entlang, der vom See wegführt. Erreiche eine Straße, gehe diese ein Stück entlang und langsam entgleitet mir der Traum. Anmerkung: Diesen Traum mit einem See, den hatte ich irgendwie vor circa 6 Jahren schon einmal, aber da konnte ich gar nicht erst auftauchen. Aha. Tagebuch. 3 Wochen später. Hatte jetzt die letzten Wochen viele bis sehr viele Träume. Jede Nacht und auch wenn ich mal zwischendurch geruht habe. Konnte dabei mehr in mein Traumtagebuch hineinschreiben als das gesamte halbe Jahr davor. Teils sehr mysteriöse Inhalte und Gestalten, die einem da begegnen. Tendenz, dass das alles mein Unterbewusstseinsschissel ist. Eher gar nicht. Teilweise viel mehr Überbewusstsein, was mir Dinge zeigt, die sonst so für mich nicht wirklich erfahrbar wären. Ob man das wirklich Unterbewusstsein nennen sollte? Naja, Pippi Langstrumpf ist jedenfalls auch nochmal in einer kurzen Sequenz Thema gewesen. Habe ein tief trauriges, dunkelhäutiges Mädchen gesehen, die weinend meinte, Pippi hat uns nach Sündenland geschickt. Wenn ich ein bisschen darüber nachgrüble, erkenne ich irgendwie einen Sinn. In jeder nicht regulierten Welt machen halt auch alle Ethiklosen, was sie wollen. Witte, witte, witt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und so. Und einer weit verbreiteten Meinung nach kann man im Klartraum ja einfach machen, was man will. Hätte alles sowieso keine Konsequenzen, wäre ja alles nur im eigenen Kopf. Meiner Meinung nach ist der Großteil der Träume jedoch grundsätzlich sehr eigenständiges Zeug, wie eine parallele Realität. Und oft ist der Stuff, der einem da begegnet, irgendwie auch manipulativ. Cool, wenn man es durchschaut. Voll der investigative Shit. Ich denke, jetzt nicht mehr in alte Muster und Gewohnheiten zu verfallen und diesen Weg weiter zu verfolgen, liegt klar auf der Hand. Zumal habe heute auch Inception im Kino gesehen, weil geht ja um Träume und so. Alter Schwede. Das ist zwar nicht in dem Sinne, was ich geträumt habe, ich glaube aber, den Film habe ich dank der nächtlichen Eindrücke der letzten Zeit wahrscheinlich sehr, sehr anders gesehen als der Rest der Kinobesucher. Werde mir, glaube ich, demnächst mal ein T-Shirt drucken. Da lasse ich mir dann draufschreiben, Träumen ist Verantwortung.